Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Jetzt kommen wir zum Abschluss meiner Playmobil-Videos. Für heute habe ich den ersten Teil des Finales geschafft, mit meinen ersten und liebsten Playmobil-Sets und mit einigen Dioramen, so wie ihr es euch gewünscht habt. In der nächsten Woche kommt dann der zweite Teil des Finales mit den legendärsten Sets, meinen Neuanschaffungen im letzten Jahr und einigen Eisenbahnfahrvideos. Mein Kanal läuft jetzt schon bald ein Jahr, viel länger, als ich es mir je gedacht habe. Zum 50. Geburtstag von Playmobil am 2. Februar 2024 habe ich damit begonnen, meine Sammlung vorzustellen. Inzwischen habe ich euch schon längst alles gezeigt und in den letzten Monaten habe ich noch viele Wünsche aus euren Kommentaren erfüllt. Die Online-Ausstellung meiner Sammlung hat sich zu einer lebendigen Gemeinschaft entwickelt mit vielen neuen Freundschaften. Vielen Dank dafür. Ich schätze an Playmobil ganz besonders, dass die Figuren immer im Mittelpunkt stehen und bis heute ihr bezauberndes Lächeln nie verloren haben. Neue und alte Figuren schauen zwar vollkommen anders aus, sind aber nach 50 Jahren immer noch kompatibel. Auf die allererste Figur von 74 mit der I-Kerbe im alten Kopf passt immer noch die neueste Frisur. Auch den Halsschmuck können sich die beiden Stammesbrüder über Generationen und Epochen austauschen. Es macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber es ist faszinierend, wie alles so perfekt zusammenpasst. Playmobil ist eben ein Spielzeug für Generationen, wo der Papa immer wieder seine alten Kartons vom Dachboden holen kann und die Kinder jederzeit wieder eine Freude damit haben können. Jetzt setzen wir die neue Figur mit den alten Teilen zusammen. Stirnband, Federschmuck, Armbänder und Halsschmuck. Mit dem alten Speer in der Hand setzt sich der neue Indianer auf das alte Pferd von 1974. Der Stammeskrieger von 2011 und sein Vorvater von 1974 können jetzt gemeinsam ausreiten. An den alten Figuren gefällt mir, dass sie in jede beliebige Rolle schlüpfen können. Mit einer anderen Kopfbedeckung kann eine blaue Figur alles werden. Heute Polizist und morgen Feuerwehrmann. Nur eben kein Sanitäter. Als mein erstes Playmobil bekam ich zu Weihnachten 1981 die kleine neue Feuerwehrdrehleiter und das Feuerwehrset mit dem Schlauchboot, gemeinsam mit einer Feuerwache, die mir mein Vater selbst heimlich aus Sperrholz gebaut hatte. Der klassische Feuerwehr-Kleinlastwagen mit der Drehleiter 3236 als Neuauflage von 1978. Mit den leichtgängigen neuen Gummirädern auf gefederten Metallachsen. Es war nur eine einzige Figur dabei. Das Fahrzeug hatte die helle, neonrote Farbe, Aufkleber in 5 unterschiedlichen Sprachen und die 2 schönen Messingglocken. Hinter der Kabine auf der Ladefläche eine Ablage für die Trage mit den 2 Schlauchrollen, auf der linken Seite eine Werkzeugkiste und hinten 2 Werkzeughalter. Es war aber nur der Handfeuerlöscher dabei. Die gelbe Leiter kann man aufstellen, drehen und bis auf 35 cm Höhe kann man sie ausfahren. Der Feuerwehrmann kann jetzt mit dem Schlauch auf die Leiter steigen. Ein nettes kleines Feuerwehrauto, mit dem ich sehr viel gespielt habe und das ich oft beim Schlafengehen auf meinem Nachttisch aufgestellt habe. Für mich ein absolutes Musterstück vom klassischen Playmobil. Gleichzeitig mit diesem legendären Feuerwehrauto habe ich zu Weihnachten die Feuerwehrmannschaft 3491 von 1980 bekommen, mit 5 Figuren und dem Schlauchboot,
Beim Set ist eine lange Leiter dabei, ein Hydrant, 2 Schlauchrollen auf einer Trage, 3 Verkehrskegel, ein gelbes Schlauchboot mit Außenbordmotor, Rudern und Flagge, ein Kohlendioxid-Feuerlöscher auf einem Handwagen und ein Sprungtuch, bei dem alle 5 Figuren aus dem Set gemeinsam anpacken müssen. Den Handfeuerlöscher hielten viele meiner Freunde für ein Sprachrohr oder einen Scheinwerfer. Für mich war es zuerst eindeutig ein Schwerschaumstrahlrohr, aber man konnte den Schlauch nirgends anschließen. Erst bei den Autos sieht man, dass es ein Handfeuerlöscher sein muss. Die alte Minimax-Spritztüte. Hier auf einem alten Foto aus der Geobra Fabrikshalle. Die alten Schläuche waren noch aus Vollgummi. Erst ab ungefähr 1982, soweit ich mich erinnern kann, wurden die Schläuche innen hohl. Sie verdrehten sich immer und blieben nie so liegen, wie man es wollte. Besonders schwierig war es, den Schlauch an den Hydranten anzuschließen, ohne dass er dauernd vom Schlauch umgeworfen wird. Man muss den Anschluss einfach so lange drehen, bis sich alles durch die eigene Spannung selbst festhält. Bei einem Einsatz fährt der Feuerwehrkommandant mit seinem goldverchromten Messinghelm am Beifahrersitz mit und 2 Feuerwehrleute stehen hinter der Kabine links und rechts auf den Trittbrettern und halten sich an den Griffen fest. Ich versuchte als Kind immer, die ganze Ausrüstung auf das Auto zu packen. 2 weitere Feuerwehrmänner konnten hinten auf den Kotflügeln sitzen. Das Feuerwehrauto musste immer vollkommen überladen ausrücken. Alles hat Platz, sogar der Hydrant muss mit. Man weiß ja nie, ob es am Einsatzort einen Wasseranschluss gibt. Das viele Zubehör mit den Kleinteilen und dem Werkzeug für die Figuren ist die wichtigste Stärke von Playmobil. Beim Feuerwehrfest gibt es einen großen Aufmarsch mit der Musikkapelle. Ich habe die Schildmützen der Musikanten für die Sonntagsuniform der Feuerwehr verwendet. Das ist hier der Umzug mit dem Festwagen mit dem heiligen Georg. Wir haben uns meistens Fahrzeuge und Figuren gewünscht. Die Häuser haben wir uns selbst aus Sperrholz gebaut. Ganze Städte genau nach unseren Vorstellungen. Ich habe alles selbst mit Laubsäge ausgeschnitten und zusammengebaut. Beim Bemalen hat mir meine Mutter geholfen. In dieser Altstadthäuserzeile haben wir Gasthaus, Bank und Geschäft. Wir können jetzt gleich einen Kunden in unserer Filiale begrüßen. Die Gebäude waren von hinten alle offen und bespielbar. In der Bank haben wir geschützt hinter vergittertem Fenster und Tür Geldschubladen aus Streichholzschachteln. Die härteste Währung waren Banknoten und Münzen, die wir aus alten Mathematikbüchern ausgeschnitten haben. Wir haben uns auch selbst Banknoten gemalt, mit fortlaufender Seriennummer und Stempel in ganzen Bündeln. Und als die Inflation zu groß wurde, haben wir die Geldscheine gedruckt. Das Geld war auch immer eine beliebte Beute bei Überfällen. Nebenan ist ein Gasthaus, in dem ich echte Speisen und Getränke angeboten habe, und im Obergeschoss 2 Einzelzimmer, in denen sich die Figuren meiner Spielkameraden einquartieren konnten. Im zweiten Gebäudekomplex habe ich die Kirche und die alte Feuerwache. Zuerst sieht man die Scheune für das Feuerwehrauto und das Zubehör, dann kommt der Kirchturm und der große Kirchenraum mit dem wunderschönen Hochaltar, den meine liebe Mutter so wunderbar gemalt hat. Am Altar haben wir Kerzen von der Geburtstagstorte angezündet. Eine wunderschöne Erinnerung an meine Kindheit. 1986 sind die neuen schwarzen Ritter herausgekommen. Wir hatten natürlich nie eine Stecksystemburg.
Ich habe mir für den neuen Ritter eine schöne große Burg aus Sperrholz gebaut, nach Vorlagen aus verschiedenen Kinderbüchern. Die Ritter haben wir selbst mit Stoff eingekleidet, mit Filzstift ein rotes Kreuz auf den weißen Waffenrock gezeichnet. Gurte aus Spagat geknüpft und als Schwerter haben wir Nieten verwendet. Das Brustwappen für den Knappen und die Schilde habe ich aus der Verpackung ausgeschnitten. Was mir fehlte, habe ich aus Karton oder Holz selbst gemacht, wie diese Haube des Burgfräuleins. Das ist noch ein alter Turnierritter, den ich mit Silberfarbe neu angemalt habe. Die große Sperrholzburg hat auf der rechten Seite die Stallungen mit einem Dachboden. Die Mauern sind ringsherum geschlossen, aber man kann alles aufmachen, um drinnen zu spielen. Vorne gibt es eine Wehrmauer mit einem kleinen Eckturm, einem Torturm mit Brechnase und Zugbrücke mit echter Kette und einer Winde zum Aufziehen. Und rechts den großen Bergfried. Unten hat er ein Verlies mit einer Luke, oben ein Wachhäuschen und die Seite kann man abnehmen. Über Luken und Leiter steigt man in die verschiedenen Stockwerke. Beim großen Wohngebäude kann man auch die Rückwand und das Dach abnehmen. Die Einrichtung ist aus Holz, die Teller sind Kronenkorken, das Bett ist selbst genäht und die Vorhänge aus Stoff ausgeschnitten. Hier sehen wir den großen Burghof mit den Rittern. Auch die Türriegel sind aus Sperrholz mit der Laubsäge genau ausgeschnitten. Die Scharniere waren einfach mit Draht durch Löcher verbunden. Hier habe ich ein Katapult mit einem Gummiband gebaut, das ziemlich gut schießen kann. Unsere Kindheit in den 80ern war schön, aber nicht ganz unbeschwert. Ihr könnt euch alle an die Trennung zwischen Ost und West erinnern, das Leben am Rande des Atomkrieges mit Waldsterben, Ozonloch und Tschernobyl. Mit den Playmobil-Figuren haben wir nachgespielt, was wir in Schule, Fernsehen und im täglichen Leben gesehen haben. Das war unsere Art, die Erlebnisse zu verarbeiten und Träume für die Zukunft zu entwickeln. Beim Spiel haben sich unsere Playmobil-Großmächte damals so weit in Propaganda, Spionage und Sabotage verstrickt, dass ich mich damals mit meinem besten Playmobil-Freund zerstritten habe. Das tut mir heute noch leid. Mein Lieblingsset waren die Turnierritter 3265 von 1979. Eine Packung mit 2 Rittern auf Pferden, 2 Knappen und ein Herold. Mit wunderschön verchromten Rüstungen, ein Helm mit Visier zum Herunterklappen, am Körper vorne und hinten einen Brustpanzer, auch die Turnierlanze hat einen verchromten Handschutz. Die alten Pferde von 1974 haben eine farbige Schabracke übergestülpt, am Kopf einen verchromten Panzer mit einem Stirnstachel und mit einer Feder, genau die gleiche wie beim dreifachen Federbusch, am Helm die Feder vom Hut vom Piratenkapitän. Der gelbe Ritter hat das Einhorn im Wappen, der rote Ritter den Greif. Das Schwert kann man gut hinter dem Sattel in die Schabracke stecken. Es sind 2 Knappen dabei mit schwarzen Stulpen, mit einem Wappenrock und einem Schnabelhut mit einer Indianerfeder. Der grüne Nürnberger Herold hat keine Stulpen, einen langen Faltenmantel und eine Fanfare in der Hand. Es ist ein Waffenständer dabei, für 4 Langwaffen, bei mir noch das Modell mit den offenen Haltern. Hier haben wir die geschlossenen Halter links und rechts, genauso wie es auch auf der Verpackung abgebildet ist. Das größte Set, das ich jemals zu Weihnachten bekommen habe, war die große Feuerwehrdrehleiter 3525 von 1981. Die Figuren hatten Aufkleber mit dem Feuerwehrwappen auf der Brust.
Das Fahrzeug ist von Delta Design im Stil der neuen Lastwagen von 1978 entworfen, mit der nahtlos umlaufenden Windschutzscheibe, der großen Kabine mit 6 Sitzplätzen für die Mannschaft, außen links und rechts ein Halter für Funkgerät und Megafon. Vorne eine Seilwinde zum Ausziehen mit einer feststellbaren Kurbel und einer Lade, in die man den schweren Metallhaken verstauen kann. Der dreiachsige Lastwagen hat die großen, robusten Räder. Es gibt 4 Stützen zum Ausfahren und Ablassen. In der Mitte eine Werkzeuglade, in die auch 3 Verkehrskegel gut hineinpassen. Hinter der Kabine gibt es einen Gerätestauraum mit 2 großen Schubladen. Auf dem Kranaufbau ist vorne links der Führersitz mit 3 Haltern für Funkgeräte. Hinter dem Sitz gibt es einen Stecker für die Aufbewahrung des Drehknopfes für den Kranwagen. Hinten links ist ein Fach für den Werkzeugkasten. Auf der rechten Seite haben wir eine Aufnahme für die Hakenleiter, mit dem man auf den Führersitz, die Drehleiter und die Gerätefächer steigen kann. Vorne rechts ist das Fach für die Schlauchrolle. Es war noch ein Kohlendioxidfeuerlöscher dabei, Warndreieck, Erste-Hilfe-Koffer und Handfeuerlöscher. Die Leiter kann man mit einer Federverriegelung aufstellen, rund um die eigene Achse drehen und mit 2 Stellschrauben über eine Zahnstange ausfahren. Bis auf eine Höhe von 63 cm, wenn ich es richtig gemessen habe. Zum Vergleich stellen wir noch die alte Drehleiter von 1976 daneben, die man einmal ausziehen kann auf eine Höhe von 35 cm. Hier noch ein Bild aus meiner Kindheit mit 3 Feuerwehrautos am Tisch. Ich habe mir die Dioramen von den Verpackungen in ein Heft eingeklebt. Hier sieht man einige Faltblätter als Packungsbeilage. 1987 hat es den ersten großformatigen deutschen Katalog in unseren Geschäften gegeben. Die Kataloge waren unsere Lieblingslektüre. Als ich mit Blinddarm im Krankenhaus lag, hat mir meine Mutter einen italienischen Gic-Händlerkatalog von 1982 besorgt. Einen wunderschönen Hochglanzprospekt mit Preisliste und mit vielen einfachen Dioramen, die man sonst eigentlich nirgends sieht. Es gab damals auch ein Preisausschreiben mit einer riesigen Schatzkarte zum Ausfalten. Mit netten Filzstiftzeichnungen von den verschiedenen Playmobil-Sets aus dem Sortiment. Zum Schluss zeige ich euch noch einige Dioramen, wie ihr es euch gewünscht habt. Das sind einige Fotos, die ich schon vor vielen Jahren einmal gemacht habe. Alte Sets vor einem farbigen Hintergrund, Bauarbeiter, Indianer und Ritter. Hier habe ich noch ein Bild von den Rittern, angeregt von der originalen Verpackung in Nahaufnahme. Hier ein Überblick über alle Chromritter von 74 und hier noch zusätzlich die Knappen und Burgfräuleins von 76. Das ist die Burg, die ich euch schon einmal gezeigt habe. Eine sehr kompakt aufgebaute Burg, die ich zuerst für die alten Chromritter gemacht habe. Mit einer Tafel auf der Terrasse, hinten offen, innen drinnen ein Festtisch, die alten Wappen und die alten Flaggen, den Balkon nach innen gedreht. Hier die Turnierritter von 79 mit dem Marktstand als Unterstand für den König. Das ist die Nürnberger Stadtwache mit dem Schuldturm. Hier noch ein kleiner Überblick über die alten Bauarbeiter. Hier haben wir dann die neueren Bauarbeiter von 78 und den Autokran von 81.
die alte Polizei mit den ersten Fahrzeugen, hier bei einer Demonstration gegen den Besuch eines unbeliebten Staatsoberhauptes. Die Feuerwehr mit einem Fachwerkhaus als Feuerwache. Hier das Feuerwehrauto von 78 bei einem Einsatz. Und hier die Feuerwehrautos von 81 in der Fachwerkstatt. Hier sehen wir die System X-Häuser von 97 mit der Feuerwehr von 96 und dem Rettungshubschrauber von 86 bei einem Einsatz. Hier nochmal die Straße mit den System X-Häusern, ein kleiner Überblick über Camping und Freizeit. Hier ist der Bauernhof mit der Scheune und dem Maschinenschuppen. Jetzt kommen wir zur Schule mit dem Schulbus. Und hier sehen wir dann das Piratenschiff vor der Hafenstadt. Jetzt kommen wir zum Western mit der alten Westernstadt von 76 und mit der neuen Westernstadt von 87 mit der Steaming Mary. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Westernhäuser von 93, die Figuren beim Kartenspielen. Noch ein Bild von der Eisenbahn, ein kleiner Güterbahnhof beim Umladen. Hier die Polarexpedition und das Safari-Krankenhaus. Das ist jetzt alles für heute, mehr habe ich einfach nicht geschafft. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt, wünsche euch ein schönes Wochenende und in der nächsten Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil des Finales der Playmobil-Videos.